Ich weiß nicht, was der Anfang war. Wenn es einen Urknall gab, dann kann ich mich aber nicht dran erinnern. Mir funktionieren die Sachen immer dann gut, wenn ich sie mir nicht vornehme. Oder meistens. Es gibt die glückliche Einsamkeit und es gibt die unglückliche Einsamkeit. Und ich glaube, dass ich beide ein bisschen kenne. Ich weiß nicht, ob ich eine eigene Tonsprache habe. Das kann man jetzt deuten. Viel Spaß. Ich kann nur was schreiben, wo ich selber irgendwie dahinter stehe. Dass ich da in einer musikalischen Sprache rede, die nicht heutig ist, wenn man das mal so nennen will, sondern eher die sich an historischen Vorbildern, in diesem Fall an der Bachschen Musiksprache orientiert, das ist einfach mein Geschmack. Also es ist ja nicht verboten, in der Sprache eines Komponisten zu schreiben, der schon gelebt hat oder der schon komponiert hat. Es ist ja sicher umstritten. Erzeugt Polemik und was weiß ich und man redet dann darüber, aber es ist ja zum Glück nicht verboten und ich weiß von keinem Verbot und da bin ich dann halt naiv und schreibe mal was. Und warum eine Passion? Ich hätte eine Oper komponieren können, das stimmt. Ich hätte auch eine Kantate komponieren können, habe ich auch schon gemacht. Ich dachte, ja, Markus-Passion von Bach, da gibt es Rekonstruktionen, da gibt es Einspielungen auch von diesen Rekonstruktionen. Und ja, warum hat noch niemand neu dazu Musik geschrieben? Es ist so viel Unbewusstes passiert bei dieser Sache und Leute haben nachher gesagt, was hast du dir dabei gedacht, wie hast du das gemacht? Ich habe in den meisten Fällen sagen müssen, das ist mir nicht aufgefallen. Es ist mit diesem Stück für mich eigentlich nichts Glaubensmäßiges verbunden, auch nichts Religiöses. Das liegt alles in der Musik für mich drin, wenn es das überhaupt für dieses Stück für mich gibt. Ich habe
den Text genommen und ihn vertont und mehr war da nicht. Das glauben die Leute mir manchmal nicht, aber es ist wirklich so gewesen. Und ich hatte einfach Spaß daran. Spaß, das ist ein blödes Wort, vielleicht für diese Sache oder vielleicht ist es Gotteslästerung, weil ja Religion nicht lustig sein soll. Es ist so viel Schrecken in der Welt, so viel Schrecklichkeit in der Welt. Und wenn wir die beseitigen wollen, müssen wir sie auch kennenlernen. Der aber fing an, sich zu verfluchen und zu schweren. Ich kenne des Menschen nicht, von dem ihr ratet. Und der Hahn krähte zum andern Mal. Sowas geht nur miteinander. Keine Angst haben voreinander, keine Angst haben vor der Musik und vor allem nicht Angst erzeugen. Es gibt sicherlich auch in der Musik Orte, wo man den Menschen anmerkt, dass sie unter Angst musizieren. Und das, also wo soll das denn seine Berechtigung hernehmen? Es ist mir wesensfremd. Das will ich nicht. Ich habe jeden einzelnen der Mitwirkenden selber ausgesucht. Mit Beratung natürlich, ich kannte nicht alle vorher, aber ich habe versucht, ein Ensemble zusammenzustellen, das in allererster Linie, jetzt mal jenseits von allen musikalischen Fragen, das in allererster Linie menschlich zusammenpasst. Darum, man kann nicht Musik machen mit jemandem, den man nicht mag. Das geht einfach nicht. Alice Arnoncourt, das stimmt. Das hat sich mir in jeder Faser, in jeder Hinsicht bestätigt. Und ich glaube, wir haben uns wirklich alle gemocht in dieser Produktion. Dass vom Menschen ins Spiel kommt, was nicht greifbar ist, was nicht physisch greifbar ist, was nicht materiell oder sogenannt wissenschaftlich greifbar ist, das interessiert mich wirklich. Und das ist ja nicht Religion, das ist ja irgendwie was anderes. Es ist immer das Menschliche für mich im Zentrum. Und das hoffe ich, dass man das auch hört an der Musik. Und ich weiß, dass man das hört an der Interpretation der Leute, die da gespielt und gesungen haben. Ich wünsche mir eigentlich vor allem eins, nämlich dass es möglich wird, sowohl für den ausführenden Musiker als auch für den Zuhörer, dass es möglich wird, in einer Sprache, die wir alle irgendwie kennen, die uns vertraut ist, in diesem Fall in dieser barocken Sprache, etwas zu erleben, was wir noch nicht kennen. Das ist neu daran.